Waldbrand. Quasi hört man jeden Tag davon in den Nachrichten. Hier in Rottgau und in der Umgebung herrscht aktuell Waldbrandstufe 5 von 5. Also die höchste Waldbrandgefahr ist hier in der Region. Wir sind heute bei Peter Riedel bei der Freiwilligen Feuerwehr in Rottgau. Und er wird uns mal zeigen und auch verraten, was denn eigentlich alles gebraucht wird, um einen Waldbrand zu löschen. Hallo Herr Riedel, wie ist das denn? Was sind denn so die häufigsten Gründe? Warum brennt es im Wald? Das sind halt zum Beispiel Kippen, die man halt wegschmeißt, die noch glühen, oder heißer Katalysator bei PKWs, oder eben auch Brandstiftung, oder eben auch zum Beispiel Gläser, die man wegschmeißt, so Brennglaswirkung zum Beispiel. Ah, und dann fällt das Licht rein und zack, Genau. schon gibt es ein Feuer. Ja. Dafür braucht ihr eine wahnsinnig große Ausrüstung. Im Wald gibt es ja jetzt keine Hydranten. Habe ich zumindest noch nicht gesehen. Wie kriegt ihr das Wasser dorthin? Dafür haben wir zum Beispiel solche Großtanklöschfahrzeuge, die hat zum Beispiel 4.500 Liter Wasser, was er mitführt. Damit kann man dementsprechend halt Wasser an die Einsatzstelle bringen. Wahnsinn. Und ihr habt noch viel, viel mehr, wie man hier sehen kann. Das ist so eine Ausrüstung, die ihr quasi tagtäglich nutzt, wenn ihr zu einem Waldbrand geht. Das ist ein Rucksack. Genau, das ist ein Wasserrucksack, da kommen so 17 Liter Wasser rein. Die kann man sich dann umschnallen wie so ein Rucksack. Und dann kann der Kamerad dann dementsprechend vorgehen und dann wie so eine Spritze, so wie eine Pumpe, dann dementsprechend so kleine Brandnester auslöschen. So könnte ich auch bei mir im Garten gießen. Zum Beispiel. 17 Liter passen hier rein. Das ist jetzt ein Schlauch, da dachte ich mir, was willst du denn damit? Da kommt ja nicht viel Wasser durch. Aber mit dem arbeitet ihr auch im Wald. Genau, weil wir wollen ja eigentlich auch uns im Wald vernünftig bewegen können. Und wenn ich einen normalen C-Schlauch nehme mit 52 mm Breite, lichte Weite, das ziehe ich auch ganz schwer nur hinter mir her. Deswegen haben wir solche D-Schläuche und auch dementsprechend kleine Strahlrohre, womit ich halt auch dementsprechend ein Spülbild einstellen kann und dann Brutnester auskriege. Das hier finde ich sehr, sehr lustig. Das ist ein Patscher. Also es wird jetzt sehr laut, liebe Zuschauer. Aufgepasst. Also, Schlagt ihr damit das Feuer aus? genau, das ist eine Waldbrandpatsche, gibt es auch schon seit Ewigkeiten. Damit kann man Glutnester halt schön ausklopfen. Das ist ja cool. Also es wird immer noch benutzt, wie damals. Jetzt haben wir hier 2 Pylonen stehen und bei diesen Pylonen, ganz wichtig, liebe Zuschauer, denn wenn Sie irgendwo am Wegesrand oder am Wald eine umgefallene Pylone sehen, dann hat das einen Grund. Nicht aufstellen. Warum nicht? Genau, weil wir das einfach setzen, um uns einen Hinweispfeil zu setzen, damit die nachrückenden Kräfte halt auch wissen, ich muss jetzt an der Kreuzung links ab, rechts ab, geradeaus. Das sind quasi Wegweise für euch. Also wir haben gelernt, nicht anfassen, liegen lassen, sonst finden die Feuerwehrleute nämlich nicht zum Einsatzort. Ich bin jetzt auch Feuerwehrmann, liebe Zuschauer. Endlich mal. Immer ein Kindheitstraum gewesen. Herr Riedel, vielen Dank. Bitte schön. Ich darf nämlich jetzt vorne ins Fahrerhäuschen rein und darf endlich Blaulicht anmachen. Großartig.